herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute backen wir ein Olivenfocaccia. Dazu 75 Gramm der entsteinten und schwarzen Oliven mit einem Messer in feine Ringe schneiden. Dann eine kleine Schüssel hernehmen, einen halben Würfel Hefe hineinbröseln, 250 Milliliter lauwarmes Wasser dazu gießen, außerdem einen Esslöffel Zucker dazu und das Ganze mit einem Schneebesen verrühren, bis sich die Hefe aufgelöst hat. 500 Gramm Mehl in eine Rührschüssel geben, dann eine Mulde in die Mitte des Mehls drücken, das Hefewasser in die Mehlmulde gießen, anschließend etwas Mehl vom Rand über das Wasser geben und für ungefähr 15 Minuten lang einfach stehen lassen. Die Hefe hat dann schon mal etwas gearbeitet. Als nächstes einen Teelöffel Salz auf dem Mehlrand verteilen. Außerdem ca. 2 Esslöffel Olivenöl dazugeben und die fein gehackten Oliven. Danach das Ganze mit den Händen oder einer Küchenmaschine zu einem geschmeidigen Teig verkneten. Der Teig ist perfekt, wenn man mit den Fingern hineinstechen kann, ohne dass etwas kleben bleibt und er schön elastisch ist. Dann 1 bis 2 Esslöffel Olivenöl zum Teig geben, ihn damit einpinseln bzw. von allen Seiten einstreichen. Und anschließend mit einem Küchentuch bedeckt 30 bis 45 Minuten lang ruhen lassen. Nach 45 Minuten hat der Teig sein Volumen in etwa verdoppelt. Dann auf die Arbeitsplatte geben. Da wir den Teig mit Olivenöl eingepinselt haben, brauchen wir hier kein weiteres Mehl. Der Teig sollte nicht kleben. Dann eine Kugel daraus formen, nochmal kurz durchkneten. Anschließend mit einem Nudelholz ungefähr daumendick und rechteckig ausrollen. Mit den Händen auch mal etwas auseinanderziehen. Dann auf ein Backpapier geben, nochmal kurz in Form bringen. Und ausrollen. Wer mag bzw. hat, kann jetzt noch einen Backrahmen um den ausgerollten Focaccia-Teig legen. So bleibt er schön rechteckig in Form. Den Teig dann nochmal etwas in die Ecken des Backrahmens drücken. Und anschließend mit einem Küchentuch bedeckt weitere 30 bis 45 Minuten lang ruhen lassen. Danach mit Mittel- und Zeigefinger kleine Vertiefungen in das Focaccia drücken. Auf der kurzen Seite ungefähr 6 Vertiefungen, auf der Längsseite insgesamt 7, also 6 mal 7 Vertiefungen. Ruhig bis auf das Backblech durchdrücken, damit die Vertiefungen später auch erhalten bleiben. Dann das restliche Olivenöl auf dem Focaccia verstreichen.
insgesamt sind das noch so 40 Milliliter. Dann in jede Vertiefung eine Olive geben. Und anschließend im vorgeheizten Backofen bei 200 Grad ca. 15 bis 20 Minuten lang goldbraun backen. So sollte das Focaccia danach aussehen. Danach auskühlen lassen und den Backrahmen lösen. Dann in Streifen schneiden oder in Ecken, je nachdem wie ihr das wollt, und servieren. So sieht das Focaccia von innen aus, beziehungsweise vom Namen. Schön weich und fluffig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.